während die Welt auf die Träume von Elektroautos zusteuert. Haben zwei japanische Giganten auf die Bremse getreten und das Steuer herumgerissen. Honda und Nissan, langjährige Rivalen, geben sich jetzt die Hand. Aber das ist noch nicht einmal der wilde Teil. Was wäre, wenn Honda gerade einen Motor gebaut hätte, der kein Benzin braucht, nicht aufgeladen werden muss und vielleicht sogar Elektroautos in den Schatten stellt? Klingt nach Science Fiction? Denken Sie anders. Das ist kein Konzept. Es ist real. Und es könnte die gesamte Autoindustrie auf den Kopf stellen. Der CEO von Honda sagt, dass sein neuester CR-V nicht nur leistungsstark ist, er ist eine Bedrohung für die Zukunft der Elektrofahrzeuge. Hondas Anfänge zur globalen Dominanz. Bevor die Welt den Namen Honda kannte, begann alles mit einem einzigen Mann und einem einfachen Traum. Sich in einem vom Krieg zerrissenen Land mit kaum etwas anderem als Entschlossenheit fortzubewegen. Dieser Mann war Soichiro Honda. Er hat keine Raketen erfunden. Er baute keine Superautos. Er hat einfach einen winzigen Motor an ein Fahrrad geschnallt. Er war nicht auffällig, aber er funktionierte. Und dieser ruhige Moment wurde der Funke für etwas Außergewöhnliches. Von diesem bescheidenen motorisierten Fahrrad aus wuchs Honda nicht nur, es ging aufwärts. Es folgten Motorräder. Und sie liefen nicht nur, sie fuhren Rennen, dominierten und übertrafen alle Erwartungen. Plötzlich erkannte die Welt, dass Japan Maschinen bauen konnte, die den westlichen Maschinen in nichts nachstanden. Dann kamen die Autos. Aber Honda baute nicht einfach nur Autos, sie entwickelten Motoren, die sich lebendig anfühlten. Klein, reaktionsschnell, zuverlässig, Motoren, die die Menschen nicht nur bewegten, sondern sich mit ihnen bewegten. Einen Honda zu fahren bedeutete nicht nur, von A nach B zu kommen. Eine Freude, ein stilles Versprechen, dass das Auto sie nicht im Stich lassen würde. Und dieses Versprechen veranlasste jedes Jahr mehr als 4 Millionen Menschen, sich für Honda zu entscheiden, was das Unternehmen zum 7. Automobilhersteller der Welt macht. Von Motorrädern und Autos bis hin zu Booten, Privatjets und sogar der Formel 1, wenn es einen Motor hat Honda ihn wahrscheinlich gebaut. Und dabei geht es nicht nur um die Menge. Es geht um die Art und Weise, wie sie es tun, intelligent, beständig und unerbittlich innovativ. Nehmen Sie den Accord. Es gibt einen Grund, warum er einer der angesehensten Namen in der Branche ist. Allein in der ersten Jahreshälfte 2017 hat Honda über 161.000 Accords verkauft. Das ist kein Glück. Das ist Vertrauen, das ein Motor nach dem anderen verdient. Aber Honda lebt nicht in der Vergangenheit. Sie haben immer nach vorne geschaut, oft weiter als alle anderen. Vom bahnbrechenden CVCC-Motor, der in den 1970er Jahren die strengen amerikanischen Abgasgesetze umging, bis hin zum VATEC-System, das kleine Motoren zu Giganten werden ließ, hat Honda schon immer Grenzen überschritten. Das Unternehmen gehörte zu den ersten, die Hybride in den USA einführten und damit bewiesen, dass umweltbewusstes Fahren nicht langweilig sein muss. Und jetzt sind sie mit etwas zurück, das niemand erwartet hat. Es ist kein Hybrid, es ist nicht elektrisch, es folgt nicht der Masse. Während die Welt auf Elektroautos zusteuert, geht Honda den umgekehrten Weg, weil sie glauben, dass der Motor noch eine Zukunft hat. Er muss sich nur weiterentwickeln. Und diese Entwicklung hat einen Namen, Wasserstoff. Ein riskanter Schritt? Vielleicht. Ein Umbruch? Sehr wahrscheinlich. Und wenn es stimmt, was der CEO von Honda sagt, dass diese neue Technologie den Markt für Elektroautos aufmischen könnte, dann werden wir Zeuge einer nie dagewesenen Umwälzung der Branche. Elektroträume versus Wasserstoffhoffnung. Elektroautos waren in der Vergangenheit eine verrückte Idee. Kein Benzin, kein Lärm vom Auto. Man kann es einfach einstecken und losfahren. Vor ein paar Jahren schien das noch Science Fiction zu sein. Jetzt ist es allgegenwärtig. Tesla-Autos sausen über die Autobahnen. Mit Armaturenbrettern mit großen Touchscreens und Ladestationen, die neben Cafés auftauchen. Es war die schnelle und elektrische Zukunft. Es wurde von den Regierungen stark vorangetrieben. Damit die Menschen aus ihren benzinbetriebenen Autos ausstiegen, gewährten sie ihnen Steuererleichterungen, Bargeldrückerstattungen und andere große Vorteile. Viele Länder haben ein Verbot von Benzin- und Dieselmotoren für die nächsten 10 bis 15 Jahre angekündigt. Die Ziele zur Bekämpfung des Klimawandels gaben den Elektroautos einen enormen Auftrieb. Plötzlich war es nicht mehr nur cool, elektrisch zu fahren. Es wurde zum Standard, um den sich alle bemühten. Außerdem hatten die E-Fahrzeuge ihre Zeit. Die Akkus wurden besser. Sie luden schneller, als die Leute aufhörten, über die Idee eines Autos ohne Motorengeräusch zu lachen.
standen sie Schlange, um eines zu kaufen. Jetzt bringt jeder, von Ford bis Hyundai, Elektroautos auf den Markt. Als wäre es die Markteinführung eines neuen Smartphones. Tesla hat es vorgemacht. Aber es wird nicht genug darüber gesprochen. Diese fröhliche und leise Veränderung hat auch eine dunkle Seite. Batterien nutzen sich mit der Zeit ab. Sie sind sehr groß, sehr schwer und enthalten viele Seltenerdmetalle wie Kobalt und Lithium. Der Abbau dieser Metalle verursacht große Umweltschäden. Was passiert, wenn die Batterie leer ist? Sie loszuwerden ist ein weiteres Problem. Außerdem dauert das Aufladen sehr lange, manchmal Stunden, wenn man nicht in der Nähe eines Schnellladegeräts ist. Und dann ist da noch die Reichweitenangst. Habe ich genug Ladung, um nach Hause zu kommen? Ist das etwas, woran Sie immer denken? Ja, das stimmt. Nicht jeder ist glücklich darüber, wie schnell die E-Autos immer besser werden. Trotzdem können lange Fahrten mühsam sein, vor allem an Orten, an denen das Ladenetz nicht sehr gut ausgebaut ist. Die Kosten sind ein weiterer Punkt, über den man nachdenken sollte. E-Fahrzeuge sind immer noch teuer, selbst mit Steuererleichterungen. Auch wenn Energie billig zu sein scheint, könnten die Preise steigen, wenn viele Menschen gleichzeitig Strom tanken. E-Fahrzeuge scheinen die beste Lösung zu sein, aber sie haben einige Probleme. Je tiefer man einsteigt, desto schwieriger wird es. Es geht nicht nur um den Umstieg auf Elektrofahrzeuge. Es geht darum, eine Lösung zu finden, die wirklich sauber und effektiv ist und das Problem nicht nur an einen anderen Ort verlagert. Genau hier setzt Honda an. Anstatt vorschnell zu kopieren, was alle anderen tun, verlässt Honda die Elektroauto-Autobahn und geht einen anderen Weg. Einen, der lange Ladezeiten überspringt, Batterieabfälle vermeidet und nicht auf seltene Metalle aus der halben Welt angewiesen ist. Es ist nicht elektrisch. Es ist kein Benzin. Er liegt irgendwo in der Mitte. Und er wird mit dem leichtesten Element des Universums angetrieben, einem Kraftstoff, der sich bei Gebrauch in Wasser verwandelt. Honda glaubt, dass dies das Einzige ist, was das Geschäft mit Elektroautos beschleunigen könnte, weil es Wasserstoff gab. Bevor man darüber sprach, war Honda auch schon einmal hier. Die Wahrheit ist, dass alles mit einem Auto begann, das alles veränderte und dann einfach verschwand. Aufstieg und Fall der Clarity FCVs. Honda brachte im Jahr 2015 etwas auf den Markt, das aussah, als käme es aus der Zukunft. Es wurde nicht mit Benzin betrieben. Es ließ sich auch nicht wie ein normales Elektroauto aufladen. Stattdessen verwendete es Wasserstoff. Der Honda Clarity Fuel Cell war der Name des Fahrzeugs, das auf der Tokyo Motor Show zum ersten Mal der Weltöffentlichkeit vorgestellt wurde. Es war Japans erstes käufliches wasserstoffbetriebenes Auto. Und es sah nicht nur futuristisch aus, sondern fuhr sich auch so. Der Clarity war nicht einfach ein altes Auto, das mit einem neuen System ausgestattet wurde. Honda hat ihn von Grund auf so gebaut, dass er nur mit Wasserstoff betrieben werden kann. Er verfügte über eine Wave-Flow-Technologie, die den Wasserstoff schneller transportierte und mehr Leistung bei weniger Abfall erzeugte. Die Brennstoffzellen waren klein, an der richtigen Stelle angebracht und hatten mehr Leistung als alles, was Honda je zuvor hergestellt hatte. Das Ergebnis ist ein sauberes Auto, das lange hält. Mit einer Tankfüllung kann es bis zu 360 Meilen weit fahren. Damals war das weiter als die meisten Elektroautos. Der Verbrauch lag bei erstaunlichen 88 Meilen pro Gallone. Und das Einzige, was es ausstieß, war Wasserdampf. Leise sein. Ruhig. Sehr groß. Es sah so aus, als hätte der Clarity herausgefunden, wie man ein sauberes Auto baut. Aber der Clarity schnitt nicht so gut ab, wie Honda es geplant hatte. Selbst mit all seinen neuen Funktionen. Das Auto war nicht das Hauptproblem. Es war alles andere. Es gab nicht viele Orte, an denen man Wasserstoff tanken konnte. Wenn man nicht in Kalifornien oder in einigen Städten Japans lebte, war man so gut wie aufgeschmissen. Man konnte sich bei einer Autofahrt nicht sicher fühlen. Und die Leute kaufen keine Autos, bei denen sie sich Sorgen um die Reichweite machen müssen. Außerdem war die Technologie schwer zu verstehen. Wasserstoff schien wissenschaftlich und sogar gefährlich zu sein. Ein Elektroauto einstecken, aufladen lassen und losfahren. Alle redeten über Elektroautos. Berühmtheiten mochten sie. Sie sahen cool aus und die Regierung unterstützte sie mehr und mehr. Es wurden schnell viele Ladestationen gebaut und überall gab es Anreize. Brennstoffzellenautos? Nicht so viel Glück. Die verschiedenen Regierungen förderten Wasserstoff auf unterschiedliche Weise. Es gab nicht so viele Steuererleichterungen, nicht so viele sichtbare Anreize, nicht so viel Werbung und nicht so viele Orte, an denen man das Auto testen konnte. Obwohl der Clarity ein technisches Wunderwerk war,
kam er in der Geschäftswelt nicht gut an. Honda stellte die Produktion des Clarity-Brennstoffzellenautos und seiner Plug-in- und batterieelektrischen Vettern im Jahr 2021 ein. Das war aber noch nicht das Ende der Geschichte. Honda hat von dem Deal mehr als nur Verkäufe erhalten. Know-how. Eines hat der Clarity sehr deutlich gemacht. Brennstoffzellenautos mit Wasserstoff funktionieren. Es war nicht die Wissenschaft, die falsch lag. Die Welt war noch nicht so weit. Honda tat dann, was alle klugen Unternehmen tun. Sie warteten ab, beobachteten, lernten. Sie ließen die EV-Welle dahin gehen, wo sie hin wollte. Sie begannen hinter den Kulissen zu arbeiten. Sie hatten immer noch Wasserstoff übrig, nicht einmal annähernd. Diesmal kommen sie mit einem Partner zurück. Sie arbeiteten mit General Motors zusammen, um etwas zu entwickeln, das die Probleme mit dem Clarity beheben würde. Die Reichweite ist besser, bessere Technik. Das Wichtigste ist aber, dass sie es in einem Auto auf den Markt bringen, das die Leute bereits kennen und lieben. Der Name des Fahrzeugs ist CR-V Hydrogen SUV und das ist nicht nur eine kleine Änderung. Es ist eine Rückkehr. Eine, die das gesamte EV-Geschäft aufrütteln könnte. Was in diesem CR-V der nächsten Generation steckt, ist nicht nur eine neue Technologie. Es ist auch eine Bedrohung für die Zukunft der Elektrofahrzeuge. Lassen Sie uns loslegen. Hondas mutige Rückkehr mit dem CR-V Wasserstoff-SUV. Der Plan von Honda, ein Comeback zu feiern, ist nicht nur mutig, er ist auch klug. Das Unternehmen hat aus dem Clarity eine Menge gelernt. Also kehren sie mit dem CR-V Hydrogen SUV zum Wasserstoff zurück. Der ist größer, besser und vertrauter. Auch dieses Mal sind ihre Freunde dabei. Sie arbeiten mit General Motors zusammen, um ein Auto zu bauen, das die Probleme der Vergangenheit behebt und Wasserstoff zu einer echten Bedrohung für Elektroautos macht. Und nicht nur eine Idee. Der neue CR-V sieht aus wie jeder andere SUV, den Honda herstellt. Zumindest auf den ersten Blick. Doch die Dinge sind anders. Unter der Oberfläche. Dies ist kein normales Familienauto. Er hat weder einen Benzinmotor noch eine Batterie, die man an die Steckdose anschließen kann. Es fährt allein mit Wasserstoff. Hinten befinden sich 2 Hochdrucktanks. Es ist ordentlich, klein und funktioniert gut. Ein intelligentes Steuergerät ist unter den Sitzen versteckt und steuert das gesamte System. Es sorgt dafür, dass Sicherheit und Geschwindigkeit gleichermaßen gewährleistet sind. Und jetzt kommt der Clou. Der Strom aus der Steckdose macht diesem CR-V nichts aus. Er verfügt über ein Brennstoffzellensystem, das während der Fahrt Benzin in Strom umwandelt. In einem kontrollierten chemischen Prozess verbinden sich Wasserstoff und Sauerstoff und erzeugen Energie, die sofort genutzt werden kann. Sie müssen nicht warten oder aufladen. Und sie brauchen kein großes Kraftpaket. Das einzige Abfallprodukt ist Wasserdampf. Und der ist so rein, dass man ihn einatmen könnte. Das bedeutet Geschwindigkeit und Freiheit. Es dauert nur 3 bis 5 Minuten, um wieder Treibstoff zu bekommen. Das ist die gleiche Zeit, die man braucht, um einen Benzintank zu füllen. Und wenn der Wasserstofftank voll ist, hat der CR-V eine Reichweite, die mit den besten Elektrofahrzeugen mithalten kann. Sie müssen also nicht befürchten, dass Ihnen mitten auf der Fahrt der Strom ausgeht. Das ist ein enormer Fortschritt für normale Autofahrer, die bequem fahren wollen, ohne auf etwas verzichten zu müssen. Aber Honda hat noch etwas hinzugefügt. Eine Möglichkeit, Strom an andere Orte zu schicken. Das ist so, als hätte man einen Ersatzmotor in seinem Auto. Selbst wenn der Strom wegen eines Sturms oder Stromausfalls ausfällt, kann das CR-V Ihr Haus mit Strom versorgen und Ihre Geräte aufladen. Das macht es zu mehr als nur einem Auto. Es ist eine Möglichkeit, am Leben zu bleiben, wenn es dunkel wird. Honda hat für all diese neuen Funktionen nicht auf Komfort verzichtet. Die Leute lieben nach wie vor, wie der CR-V aussieht und sich anfühlt. Außerdem ist er groß, nützlich und gut für Familien geeignet. Das Wasserstoffsystem passt gut ins Innere und lässt weder das Design noch den Raum schlecht aussehen. Nichts wirkt wie ein Spiel. Es gibt kein Gefühl von Zwang. Das ist der Sinn der Sache. Spitzentechnologie soll normal wirken. Honda weiß auch, dass es den Wagen nicht überall anbieten sollte. Die erste Welle wird über Kalifornien und Japan laufen, wo es bereits Wasserstoffstandorte gibt. Dort können die Fahrer Wasserstoff ausprobieren, ohne sich Gedanken darüber machen zu müssen, wo sie Benzin bekommen. Der CR-V wird in der Lage sein, mehr Orte zu erreichen, wenn das Gebäude wächst. Honda ist nicht in Eile. Sie setzen die Technologie dort ein, wo sie wirklich wachsen kann. Es ist ein stiller Plan, der sie zum Ziel führen wird. Still. Es gab keinen großen öffentlichen Anstoß. Alles, was man braucht, ist kluge Planung,
Kluges Timing und kluge Allianzen. Und genau das könnte der Grund dafür sein, dass dieser Schritt so schlecht für den Rest des Elektromarktes ist. Während alle anderen sich beeilen, Ladegeräte und Batterien zu entwickeln, die schneller laden und mehr Energie speichern, hat Honda die ganze Wartezeit übersprungen. Sie bieten sofortige Leistung, eine große Reichweite und keine Umweltverschmutzung in einem Paket, das die Menschen bereits kennen und dem sie vertrauen. Das wirft auch eine neue Frage auf. Was wird passieren, wenn Honda diese Technologie in all seinen Autos einsetzt? Wenn der CAF-Wasserstoff jetzt so gut ist? Wasserstoff hat endlich seine Chance. Tankstellen waren das Einzige, was Wasserstoffautos jahrelang aus dem Rampenlicht hielt. Die Technik brauchte nicht cool oder sauber zu sein. Die Autos waren nutzlos, wenn die Fahrer keinen Ort zum Tanken finden konnten. Das war es, was die Klarheit entgleisen ließ. Das hätte fast den ganzen Plan zunichte gemacht. Aber jetzt ändern sich die Dinge schnell. Überall in den USA werden endlich neue Wasserstofftanks gebaut. Andere Bundesstaaten schauen Kalifornien, das den Weg vorgibt, genau auf die Finger. Wasserstoff ist ein wichtiger Bestandteil des nationalen Plans Japans. In Deutschland werden viele Tankstellen gebaut, um Langstrecken-Lkw zu unterstützen. Und China, das den größten Automarkt der Welt hat, steckt still und leise Milliarden von Dollar in den Aufbau einer Wasserstoffinfrastruktur. Sie wollen Brennstoffzellen anstelle von Batterien zum Antrieb von Bus, Auto- und Taxiflotten einsetzen. Das ist nicht nur ein Vielleicht. Es findet bereits statt. Wasserstoff wird nicht mehr nur von Regierungen getestet. Sie wetten darauf. Sie sehen darin nicht nur eine saubere Möglichkeit für Autos, sondern auch für Lastwagen, Busse und den öffentlichen Nahverkehr. Wasserstoff funktioniert dort besser als Batterien, wo große Lasten und lange Strecken wichtig sind. Man kann schneller tanken, kommt weiter und muss nicht warten, bis ein Ladegerät zur Verfügung steht. Hier wird es nun interessant. Elektroautos werden immer beliebter, aber das System zeigt allmählich Verschleißerscheinungen. Die Stromleitungen werden immer schwächer. Manchmal wird den Leuten gesagt, dass sie ihre E-Fahrzeuge in Stoßzeiten nicht aufladen sollen, weil das Stromnetz das nicht verkraften kann. Es muss mehr Strom geben. Und wir produzieren ihn nicht schnell genug. Und dann ist da noch das Problem mit den Batterien. Damit E-Fahrzeuge funktionieren, brauchen sie seltene Metalle wie Lithium und Kobalt. Sie sind schwer zu beschaffen, teuer und schwer abzubauen. Die Welt kann nur eine bestimmte Menge abbauen, bevor die Menschen mehr wollen, als verfügbar ist. Wenn dann noch Probleme mit dem Recycling und steigende Preise hinzukommen, fühlt sich das saubere Elektroauto nicht mehr so sauber an. In diesem Fall kommt Wasserstoff gerade recht. Das Stromnetz wird durch Wasserstoff nicht übermäßig belastet. Es werden keine speziellen Metalle benötigt. Er braucht keine stundenlangen Ladezeiten. Er kann auch aus Wasser mit Hilfe von Sonnen- oder Windenergie hergestellt werden. Das nennt man grünen Wasserstoff. Das heißt, man braucht nur Wasser und Sonnenlicht, um ein Auto zu betreiben. Keine schmutzige Luft. Das Stromnetz sollte nicht belastet werden. Und es werden keine Batterien benötigt. Das Beste daran ist, dass es nicht nur um die Umstellung von Elektroautos geht. Wasserstoff kämpft nicht darum, die Nase vorn zu haben. Er gewinnt, weil er dort eingesetzt werden kann, wo EVs nicht hinkommen. LKW, die lange Strecken zurücklegen. Öffentliche Verkehrsmittel und schwer zugängliche Orte brauchen Lösungen, die über das hinausgehen, was Elektrofahrzeuge bieten können. Ja, der Wandel bei der Betankung hat begonnen. Honda ist sich dessen bewusst. Deshalb kommt der wasserstoffbetriebene CR-V genau zu dem Zeitpunkt auf den Markt, an dem die Infrastruktur beginnt, aufzuholen. Die Technik braucht nicht mehr in die Zukunft zu schauen. Diese Zeit ist bereits gekommen. Und die Straßen werden bereits gebaut. Aber Honda hat größere Pläne als nur Tankstops und grünen Kraftstoff. Es geht nicht nur darum, wo man Benzin bekommt. Es geht auch darum, wie Honda Motoren für die Zukunft baut. Und was machen sie hinter den Kulissen? Es ist mehr als nur erstaunlich. Honda ist das einzige Unternehmen, das das schaffen kann. Schauen wir uns das mal an. Hondas Motorleistung trifft die Zukunft. Honda hat schon immer Motoren hergestellt. Das liegt ihnen im Blut. Von winzigen Mopeds bis hin zu lauten Rennwagen. Honda hat nicht nur Motoren gebaut. Sie waren Experten darin. Die Welt bewegt sich jedoch weg vom Benzin. Was bedeutet Motorsteuerung überhaupt noch? Es sieht aus wie Brennstoffzellen, die Wasserstoff verwenden. Viele Unternehmen sahen, was die Zukunft brachte, und stürzten sich auf die Herstellung von Batterien. Honda blickte in die Zukunft und fragte sich, wie können wir einen Motor umweltfreundlich machen und gleichzeitig das beibehalten?
Was ihn so großartig macht? Ja, mit Wasserstoff ist das möglich. Brennstoffzellen sind nicht wie andere Elektroautos. Der Klang ist klar. Und es gibt keine seltsame Verzögerung. Sie liefern sanfte, schnelle Energie. Aber sie fühlen sich immer noch wie die alten Autos an. Es ist, als würde man ein Auto fahren, das Kraftstoff verbrennt, aber keine Abgase ausstößt. Es macht keinen Lärm, keinen Rauch und keinen Kraftstoff. Es kommt nur Wasserdampf heraus. Und die Energie ist sauber und kann nach Bedarf erzeugt werden. Das bedeutet nicht, dass Honda seine Motoren aufgibt. Honda macht sie noch besser. Honda und General Motors haben gemeinsam daran gearbeitet, diesen Traum wahr werden zu lassen. Sie teilen ihre Entdeckungen, Studien und arbeiten zur Entwicklung von Brennstoffzellensystemen, die schneller, kleiner und effizienter sind. Das Motorengenie von Honda und das Elektro-Know-how von GM arbeiten gut zusammen. Das ist aber noch nicht alles. Honda ist auch Teil eines größeren Trends in seinem Heimatland. Zusammen mit Toyota, Subaru, Mazda und sogar Yamaha haben sie sich einer japanischen Technologiepartnerschaft angeschlossen. Sie arbeiten gemeinsam an etwas, das die gesamte Branche verändern könnte. Verbrennungsmotoren mit geringen Emissionen, die Biokraftstoff, Wasserstoff und sogar Ammoniak als Kraftstoff verwenden. Es ist nicht das Ziel, Elektroautos zu zerstören. Das Ziel ist es, mehr Wahlmöglichkeiten zu schaffen, damit die Steckdose in Zukunft nicht mehr die einzige Möglichkeit ist, saubere Energie zu beziehen. Diese sauberen Verbrennungsmotoren können die Last dort übernehmen, wo EVs keinen Sinn machen oder wo das Netz nicht mithalten kann. Hondas Motorengeschichte ist hier noch nicht zu Ende. Es gibt noch einen neuen Teil. Sie folgen nicht nur Trends, sondern verändern die Art und Weise, wie man ein Auto baut. Auf eine Art und Weise, wie es nur Honda kann, bietet es ihnen Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit. Weil Honda sich dafür entschieden hat, den Motor neu zu entwickeln. Als die meisten Autohersteller beschlossen, neue Autos zu bauen, baut Honda im Stillen an der Zukunft. Und sie haben bereits begonnen, diese Denkweise zu nutzen, um ihre Autos in einige der renommiertesten Schulen der Welt zu bringen. Kann Honda wirklich EVs zerstören? Hier ist also die große Frage. Wird Hondas neuer wasserstoffbetriebener CR-V das Geschäft mit Elektroautos wirklich stören? Auch wenn es extrem erscheinen mag, ist der Unterschied zwischen den beiden klar, wenn man sie nebeneinander stellt. Lassen Sie uns zunächst über eines der größten Probleme von Elektroautos sprechen: die Zeit, die es braucht, um sie aufzuladen. Je nach Art des Ladegeräts benötigen die meisten Elektroautos zwischen 30 Minuten und mehreren Stunden, bis sie vollständig aufgeladen sind. Der wasserstoffbetriebene CR-V hingegen kann in 3 bis 5 Minuten betankt werden, was in etwa der Zeit entspricht, die man für einen Benzintank benötigt. Das ist nicht nur ein Gewinn. Das tut wirklich weh. Als nächstes kommt die Reichweite. Heute kann ein voll aufgeladenes Elektroauto 200 bis 300 Meilen weit fahren. Der wasserstoffbetriebene CR-V von Honda schafft dagegen fast 400 Meilen. Diese zusätzliche Reichweite macht einen großen Unterschied aus. Vor allem für Leute, die viel fahren oder nicht ständig anhalten und aufladen können. Lassen Sie uns nun über die Emissionen sprechen. Elektro- und Benzinautos stoßen keine Schadstoffe aus, wenn sie fahren, was gut für die Umwelt ist. Der Wasserstoff-CR-V hingegen kann mehr. Anstelle von großen Lithium-Batterien verwendet er eine Brennstoffzelle, die nur Wasserdampf abgibt, um unterwegs Energie zu erzeugen. Das ist immer noch sauber, aber es gibt keine der Probleme, die bei der Herstellung und Entsorgung von Batterien entstehen. Wenn es um die Infrastruktur geht, haben Elektroautos eindeutig die Nase vorn, zumindest im Moment. Es gibt mehr Ladestationen und die meisten Menschen können ihr Auto zu Hause aufladen. In einigen Ländern wie Kalifornien, Japan, Deutschland und China werden zwar schnell mehr Wasserstofftankstellen eingerichtet, aber es gibt noch nicht viele. Im Gegensatz zu Tankstellen, die dem Stromnetz Zeit und Energie entziehen können, kann man an Wasserstofftankstellen schnell und effizient tanken, ohne das Stromnetz zu sehr zu belasten. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Energiequelle. Elektrofahrzeuge benötigen Batterien, für die seltene Erden wie Lithium und Kobalt benötigt werden, die schwer zu finden und teuer sind und deren Abbau die Umwelt belastet. Bei Wasserstoff-Brennstoffzellen ist das überhaupt nicht der Fall. Es gibt keine großen Batterien, die mit der Zeit kaputt gehen, und keine Batteriebrände. Es handelt sich um saubere Energie, die einfach zu nutzen ist. Der Markt verändert sich gerade. Die Menschen sind begeistert von Elektroautos. Aber sie haben Probleme, sie zum Laufen zu bringen. Verzögerungen beim Aufladen,
begrenzte Reichweite. Steigende Stromkosten und die Frage, wie lange die Batterien halten, machen die Menschen wütend. Aus diesem Grund erhalten Hybride, Plug-in-Hybride und jetzt auch Wasserstoff viel Aufmerksamkeit. Honda hat nicht nur eine neue Technologie entwickelt. Sie haben sie in den CR-V eingebaut, der eines ihrer zuverlässigsten Autos ist. Das ist eine gute Idee. Denn so fühlt sich Wasserstoff wie zu Hause an. Es ist kein experimentelles Gondelauto. Millionen von Menschen kennen und lieben es bereits. Es ist einfach sauberer, schneller und besser. Glauben Sie, dass Wasserstoff alle Elektroautos ablösen wird? Höchstwahrscheinlich nicht. Aber das muss er auch nicht. Es braucht nur einen kleinen Marktanteil, um die Art und Weise, wie die Menschen über sauberes Fahren denken, zu verändern und andere Autohersteller dazuzubringen, schneller mit neuen Ideen aufzuwarten. Das ist kein Schaden. Das ist eine Störung. Und jetzt, da Honda sich bewegt hat, müssen alle anderen in der Branche nachziehen. Hondas Ziel ist es aber nicht nur, die Konkurrenten zu schlagen. Es geht darum, eine neue Regel zu schaffen. Nicht nur Honda, nicht nur Wasserstoff. Hondas Umarmung des Wasserstoffs ist nicht nur ein Comeback, es ist eine stille Revolution. Hinter den Kulissen der weltweiten Schlagzeilen über Elektrofahrzeuge entfaltet sich eine tiefere, komplexere Geschichte. Auf der ganzen Welt stellen sich Regierungen und Unternehmen vor, wie die Zukunft der Energie aussehen wird. Und Spoiler-Alarm, sie wird nicht rein elektrisch sein. Willkommen zu einer neuen Art von Energiewettlauf. In Japan experimentiert Toyota mit etwas, das selten im Rampenlicht steht, Ammoniak. So seltsam es auch klingen mag. Ammoniak verbrennt sauber, liefert mehr Energie pro Einheit als Wasserstoff und kann in herkömmlichen Verbrennungsmotoren eingesetzt werden. Toyota ist davon überzeugt, dass Ammoniak für schwere Maschinen, bei denen Batterien oder sogar Wasserstoff nicht ausreichen, eine entscheidende Rolle spielen könnte. In China, dem weltweiten Motorisierungszentrum für Elektrofahrzeuge, geht der Blick bereits über den Elektroantrieb hinaus. Angesichts der Umweltverschmutzung in den Städten und der Tatsache, dass Ölimporte nach wie vor ein nationales Problem darstellen, investiert die Regierung in Alternativen wie Wasserstoff und Ammoniak, insbesondere für den Güterverkehr und die Logistik. China setzt nicht nur auf einen Gewinner, sondern baut auf eine Zukunft mit mehreren sauberen Kraftstoffen. Und in Südkorea hat ein Durchbruch im Stillen Gestalt angenommen. Ingenieure des Korea Institute of Energy Research haben einen Hybrid-Motor entwickelt, der sowohl mit Benzin als auch mit Ammoniak betrieben werden kann. Die Entwicklung ist noch nicht abgeschlossen, aber die ersten Ergebnisse sind vielversprechend. Bis zu 70% weniger Kohlenstoffemissionen. Das bedeutet, dass wir Verbrennungsmotoren vielleicht nicht ganz abschaffen müssen. Wir müssen sie nur neu erfinden. Aber wie wäre es, wenn Wasserstoff und Ammoniak gar keine Konkurrenten wären? Was wäre, wenn sie schon immer dazu gedacht waren, sich gegenseitig zu ergänzen? Wasserstoff ist leicht und ideal für Personenkraftwagen, Busse und Flotten, die schnell betankt werden müssen und flexibel sein wollen. Ammoniak hingegen glänzt in der Schwerindustrie, im Frachtverkehr und im Langstreckentransport. Zusammen bilden sie einen Fahrplan für eine sauberere, anpassungsfähigere Energiezukunft. Doch der Weg dorthin ist alles andere als einfach. Die Wasserstoffinfrastruktur ist in den meisten Ländern nur spärlich vorhanden. Ammoniak? Noch mehr. Und wasserstoffbetriebene Fahrzeuge sind immer noch teurer als Benzin- und Elektroautos. Und dann ist da noch die öffentliche Wahrnehmung. Ein großer Teil der Welt versteht immer noch nicht, wie Wasserstoffautos funktionieren. Manche fürchten, sie seien gefährlich. Andere halten sie für eine experimentelle Technologie, im Gegensatz zu den Elektroautos, die man inzwischen kennt und denen man vertraut. Bleibt Wasserstoff ein Rätsel. Diese Lücke im Verständnis könnte eines der größten Hindernisse für die Einführung sein. Ein weiteres Problem ist die Frage, wie Wasserstoff hergestellt wird. Wenn er aus fossilen Brennstoffen gewonnen wird, ist er nicht wirklich sauber. Wenn er jedoch mit Hilfe von Wind- oder Sonnenenergie erzeugt wird, das nennt man grünen Wasserstoff, dann hält er, was er verspricht. Und genau hier setzt Honda groß an. Hondas wasserstoffbetriebener CR-V ist nicht dazu da, Elektroautos zu vernichten. Er ist dazu da, die Diskussion zu erweitern. Es ist ein Signal, dass die Zukunft des sauberen Transports keine Einheitslösung sein wird. Elektroautos, Hybrid, synthetische Kraftstoffe und Wasserstoff, sie alle haben ihren Platz auf dem Weg in die Zukunft. Als der Vorstandsvorsitzende von Honda also sagte, dieser Motor wird die Elektroautoindustrie zerstören, war das keine Drohung. Es war ein Weckruf. Nicht Zerstörung, sondern Unterbrechung. Nicht Krieg, sondern Evolution.
Honda kämpft nicht gegen die Zukunft. Sie bauen sie intelligenter, schneller und sauberer als je zuvor. Und nach diesem mutigen Schritt wird der Rest der Automobilwelt, sie werden keine andere Wahl haben, als aufzuholen. Wenn dieser Beitrag Ihre Neugierde geweckt hat, vergessen Sie nicht, ihn zu liken, zu teilen und zu abonnieren, um weitere bahnbrechende Erkenntnisse zu erhalten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen und bis später.